Das sind Bilder von der Canon RC251. Oft, wenn man diese Kamera kauft, sieht das Bild leider erstmal so aus. Viele Kameras sind mittlerweile kaputt und das liegt an einem gerissenen Zahnrad im Diskettenlaufwerk und auch aus ausgelaufenen Kondensatoren. Ich habe zwei gleiche Kameras und beide hatten ausgelaufene Kondensatoren und das kaputte Zahnrad. Und leider braucht man für die Reparatur dieser beiden Dinge einen Lötkolben und eine Menge Fingerspitzengefühl. So, und das Diskettenlaufwerk auseinanderzunehmen war wirklich nicht so einfach. Vor allen Dingen muss man die Klappe komplett entfernen. Und dabei darf man die kleinen Teile nicht verlieren. Um die Klappe zu entfernen, muss man hier einen Metallstab rausziehen vom Scharnier. An dieser Klappe ist auch der Lese- und Schreibkopf der Kamera angebracht und man darf dabei auf keinen Fall das dünne Kabel auseinanderreißen, wenn man diese Klappe entfernt. So, und der ganze Zahnradmechanismus ist unter diesem Metallteil. Und so sieht es dann im Innern aus. Es ist am besten, wenn man sich Markierungen auf den Zahnrädern macht, weil die auch genauso wieder reingesetzt werden müssen. So, und da ist das kleine gebrochene Zahnrad. Selbst wenn man das Laufwerk repariert hat, sieht das Bild trotzdem noch so aus. Und das heißt, man muss sich die Kondensatoren angucken. Das würde ich sowieso empfehlen, weil viele dieser Surface Mount Kondensatoren laufen aus nach 25, 30 Jahren. Und das erkennt man nur, wenn man wirklich ganz genau hinguckt. Zum Beispiel hier an dieser braunen Verfärbung. Und hier nochmal eine Nahaufnahme und man sieht hier wirklich, wie die Säure die Platine angreift. So, und hier ist das kleine Zahnrad und den Riss, den erkennt man wirklich nur in der Nahaufnahme. Der ist winzig klein und durch den Riss hält das Zahnrad nicht mehr fest und dreht durch. Und hier ist das neue Zahnrad. Das ist der Mechanismus. Es ist wirklich wie eine mechanische Uhr da drin. Man kann eine Menge durcheinander bringen oder kaputt machen, wenn man nicht aufpasst. Aber es muss halt einfach sein, weil früher oder später, selbst wenn die Kondensatoren noch nicht ausgelaufen sind, eines Tages werden sie auslaufen. Und dann kann man die Kamera entweder wegschmeißen oder man sucht sich jemanden, der das reparieren kann, oder vielleicht kann man das sogar selbst. Das heißt, die Kondensatoren austauschen durch neue. Und da sind wirklich zwei absolut winzige Drähte angebracht. Da muss man wirklich
verdammt gut aufpassen, dass man da nichts aus Versehen kaputt macht oder abreißt. Hier beim digicammuseum.de gibt es zum Beispiel eine Reparaturanleitung für das Laufwerk. Und die Canon Ion RC 260 ist kompatibel, was das Laufwerk angeht. Also man kann sich auch an diese Anleitung hier halten. Hier gibt es sogar einen Link zu einer Webseite, wo man dieses Zahnrad bestellen kann. Man sollte vor der Bestellung auf jeden Fall darauf achten, dass man hier die richtige Größe einträgt und nicht so wie ich erstmal die falschen Zahnräder bestellt. Jedenfalls hätte ich ohne diese Reparaturanleitung niemals die Bestellseite für die Zahnräder gefunden. Ich wusste vorher auch gar nicht, dass man die noch bekommen kann.